Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute mal Nautic XP an. Über Steam Curator Programm gab es den Key zum Testen. Ist wohl so eine Art Schiffssimulation, wo man Fracht hin und her schiffern muss. Sah auf den Bildern auf jeden Fall nicht schlecht aus und das kommt alles am 1. November in den Early Access. Was es kostet, weiß ich von daher noch nicht und ja, wir gehen einfach mal rein. Sprache nur Englisch und ja, Einstellung alles vorhanden, was man braucht. Von daher schon mal gut. Hier ist unsere Player-Statistik. Da ist natürlich noch nichts drin. Wir fangen mal mit dem Tutorial an. Basic, Navigation, Missions, Advanced. Okay. This tutorial introduce into basic view modes. Okay. Na, wir machen einfach alles mal. So, lädt ein bisschen rum. Ist allerdings nur ein Einzelspieler. This tutorial introduces the basic view modes and ship handling of Nautic XP. So, das stellen wir mal runter. Okay, Tutorial. You start always in the external ship view. In order to inspect the ship, press and hold the right mouse button and move around the ship. Press the right mouse button, ja. Achso, umgucken kann man sich so. Okay, habe ich. Let's change the camera position by moving through the different locations on the ship. Press now V to go to the stern area of your boat. Ja, ich würde gerne das hier wegmachen, die Checklist. You can move the camera position with the arrow keys at any viewpoint. The last camera position is stored and will be available the next time you sail the ship. Press V now to go to the bow. So, at the bow you have the best overview of your surroundings. By pressing Z, you can zoom in on any object with the binoculars. Try it now. Oh ja. Das funktioniert auch. Let's continue and move inside. The four main views can also be accessed using the F1 to F4 keys. Ganz schön dunkel hier. Now, press einen F4 to leuchtenden enter Bart. the bridge. Welcome to the bridge of the pilot ship Dolphin. By pressing left Control plus V, you can lock the view to the heading of your ship. Try it! First, we need to switch on the batteries. Press the highlighted button on your bridge console. Highlighted button, oh ja. Next, we activate the AC generators. AC They are generators used to an. start the main engines on larger ships and to supply the steering system or auxiliary components with power. Press the button on the bridge console now. We have to give the generator some time to get up on speed. Let's switch on our other devices in the meantime. Okay. The DC bus already powers the main indicators and the magnetic compass. Now, Karte. turn on the GPS/AIS system by clicking the corresponding monitor screen. Also schon sehr Next, we detailliert. switch on the radar. You can activate most systems using a key command, the console, or the system panel on the HUD display. Aber mit Maus anklicken ist auf jeden Fall cool. Last but not least, we Auf turn jeden Fall on ein the sonar bisschen system. immersiver. All main systems are now online. Keep in mind to activate the position lights during night or poor visibility by clicking the respective button on your bridge console. To keep an overview of all available key commands, just open the checklist panel. Ja, will ich aber nicht. Oder muss ich? Ja, muss ich wohl. On the first page, you can see all mapped keys sorted by categories. This helps you quickly check which controls you can use.
More information on how to create your own checklists can be found in our wiki at nauticxp.com. Okay. Ah, man kann sogar hier reinzoomen. Light Spots. External Light, Internal Light. Ah, jetzt wird's hell. Alright, it's time to start the main engine. Press the engine start button on your console. Well done! This concludes our first tutorial. You can come back at any time to refresh your knowledge. Okay, können wir also noch ein bisschen fahren? Nein. Gibt es noch so eine Art Bremse? Scheint wohl so. Na gut, dann zurück zum Main-Menü. Und die Achievements hier sind auch verpackt. Ich habe schon Achievement für 100 Stunden Segeln hingekriegt. Wahnsinn. Tutorial Nummer 2. Navigation. Achso, es gibt zwei. Safe Navigation in Coastline Waters. Electronic Navigation Information System. Okay. Welcome, Captain. Today, we'll practice safe navigation in coastal waters. Our route starts at Greifswald City Harbour and we'll lead the bottom towards the open sea. Our pilot boat Dolphin has a draft of around 2 meters. You can find this information in the boat selection screen of the main menu or by opening the ship panel of your vessel. Okay. Before departure, open the navigation chart and familiarize yourself with the available water depths along your planned route. Keep in mind that charted depths are only approximate and may vary, even on a daily basis. The built-in chart system uses different shades of blue to represent varying water depths, while small numbers at the edges of the color zones indicate the depth readings. Also take note of available sea marks, such as buoys, lighthouses, and beacons, that will guide you safely. In our case, there is a beacon about 1,000 meters to the south, marking the safe waterway towards the open sea. We will use this beacon later in the exercise. Und wie kann ich einen Beacon löschen? Let's get started. Command slow ahead and leave the harbor entry. Ja, aber wie gesagt, die Punkte wieder zurück. Da muss ich noch mal mein schlaues Buch gucken. Wahrscheinlich Navcom. Delete Waypoint. Delete. Aha. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Perfekt. Okay. So, wir fahren, oder? Ich folge einfach mal dieser hellroten Spur, denn da ist scheinbar tief genug. Sobald es gelb wird, wird es tiefer. Also dunkelrot ist fast nichts, hellrot ist schon mal ein bisschen was, paar Meter. Okay. Was soll man eigentlich machen? Nur den Hafen verlassen oder was?
ist wahrscheinlich dieses Gebiet, diese Spitze ist wahrscheinlich der Hafen. Oder ist das alles der Hafen? Dann müsste ich auf jeden Fall noch links raus. Gut, da kommt noch eine kleine Sandbank oder so. Hier wird's dunkelrot. Floating. Tja, ich glaube, das müssen wir wiederholen, ne? Warum ist hier mitten im Nirgendwo irgendwie so eine Sandbank? Tja, wir sitzen auf jeden Fall fest. So eine Kacke. Oh, jetzt habe ich schon 500 Stunden Achievement gekriegt. Ja, starten es nochmal und hoffen, machen das diesmal besser. Aber das ist nicht schlecht. Grafik ist soweit gut. Welcome, Captain. Today, we'll practice safe navigation in coastal waters. Ja. Our route starts at Greifswald City Harbour and we'll leave the bottom towards the open sea. Our pilot boat Dolphin has a draft of around 2 meters. You can find this information in the boat selection screen of the main menu or by opening the ship panel of your vessel. Before departure, open the navigation chart and familiarize yourself with the available water depths along your planned route. Keep in mind that charted depths are only approximate and may vary, even on a daily basis. The built-in chart system uses different shades of blue to represent varying water depths, while small numbers at the edges of the color zones indicate the depth readings. Also take note of available sea marks, such as buoys, lighthouses, and beacons, that will guide you safely. In our case, there is a beacon about 1,000 meters to the south, marking the safe waterway towards the open sea. We will use this beacon later in the exercise. Let's get started. Command slow ahead and leave the harbor entry. Hier sollen irgendwelche Marken sein, ich sehe aber nichts. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Hier ist was orange, hier ist was grün. Wenn ich der Linie folge, keine Ahnung, ist grün. Ich fahre einfach mal direkt. Beim letzten Mal sind wir ein bisschen noch rausgefahren und dann hoch. The harbour entrance is marked by a pair of buoys. Their colour indicates on which side they must be passed. Since we are located in Europe, the SWE system applies. Red buoys must be kept on your starboard side when heading out to sea. Navigate carefully through the entry buoys. Wir sollen wahrscheinlich da durch. Now, turn to port and locate the next pair of buoys in the north. So, jetzt sollen wir... Ah, da hinten. Ich weiß gleich gewusst, dass da solche Marker kommen. Ist gleich richtig gemacht. Das Schiff, man muss... So, jetzt passt ungefähr. Maintain a straight line between the buoys you just passed and the next pair to avoid running aground. Proceed slowly, steering towards the buoys.
Da steht ein It is Typ time to rum, make use macht of the nix. southern beacon. By now, it should be visible above the buildings of the village Eldina, just behind your ship. Hier ist ein Piken und der geht nach da. Ja, wir fahren quasi dieser Linie nah lang, die ich dann jetzt hier gesehen habe. Noch ein bisschen Gas geben, sonst dauert das ja noch ewig. Und rechts von uns diese riesen Sandbank, die wir beim letzten Mal schön gecrashed haben. The beacon works as a leading light. It shows red if you are too far to starboard, and green if you are too far to port. Your goal is to stay between these two states at all times, ensuring a safe course. Despite electronic aids, the most important tool remains your own eyes. Always keep a proper lookout to detect obstacles or other vessels as early as possible. Ja, wir sind relativ gut auf der Linie unterwegs. Jetzt quasi wie so eine Art Fahrkanal. Hier ist tief genug für unser Boot. You might already have noticed the rock directly ahead. When passing, always keep a safe distance to avoid damage. Combine your lookout with the sonar to verify you are in safe waters. Hier ist dieser fette Stein. Let's talk about the sonar or echo sounder system. By default, the advanced sonar is active. For higher realism, you can switch to a standard echo sounder in the gameplay settings. On the sonar display, the area in front of your vessel is shown. Dark red zones indicate shallow waters where your draft is insufficient. Colors gradually shift with increasing depth. You can also adjust the sonar's range, warning depth and alert distance. So, jetzt wird wieder alles hellrot. Teilweise To sogar get familiar orange. with your sonar system, cycle now through the different range settings. As you can see on the range markings, there is a maximum distance of 400 meters in front of the ship visible. Ui, ui, ui. Try changing the alert depth. The sonar display will start blinking to warn you. Last but not least, you can set the distance in front of the ship at which the alert depth is monitored. Wo soll man jetzt eigentlich hinfahren? So, wieder zurück zu dem Marker. Eigentlich sollten wir noch auf die offene See fahren. Ja, ein paar Mal Steuerung U gedrückt. Range 200. You've completed the tutorial navigating through coastal waters.
Well done, Captain. Keep practicing safe navigation by combining your instruments with visual awareness, always staying alert to your surroundings and potential hazards. Okay. Dann Tutorial Navigations und dann gibt es hier noch Electronic Navigation and Information. Checken wir das auch nochmal ab. Ich glaube, wir werden die Review nur mit Tutorials verbringen, aber ist auf jeden Fall ganz nice. In this tutorial we talk about the ENIS, the Electronic Navigation and Information System. Okay, dann hau mal raus. Once the DC bus of your vessel is powered up, you can bring up the map. Ja. The map shows all available sea marks, harbours, including their VHF channel, wind parks, offshore stations, and small piers. Ja. You can move the map by hold and move the right mouse button. Mhm. Schon recht großes Gelände hier. Ja, ich hab's bewegt. Geht's weiter? At any time, you can center on your own ship by the middle mouse button. Ja, das funktioniert. Using your scroll wheel zooms in or out. On the upper left of the map screen, you can see the information section. Hier, ja. The upper part of this section shows information about the selected AIS target. Hover now over any AI ship on the map to display its data. AI ships are displayed as small black triangles. Ah, hier. Sailboat. The target ship type, name, position, Bulkcarrier, heading, ja. and speed are displayed. Draußen haben wir noch was. Containerschiff. The lower section shows the bearing and distance from own ship to any position at the map, where you place your mouse cursor. Mhm. This helps you to locate a position on the map that you previously spotted with your binoculars. Close now the map. Go to the bow of your ship. To the bow. Was war ein Bow? Ganz vorne. Search for the sailboat in front of the ship with the binocular. Make sure that your view is not fixed to the ship orientation to get a stabilized view. Once you located the sailboat, note down heading and distance. Ja. Bisschen unfein die Steuerung, aber so 530 Meter haben wir. Okay. With this information, open now again the map. Move your cursor into the same position so that the information panel on the left shows the same heading of 270 degrees and a distance of 500 meters like you previously noted down. 207 Grad. Aber ja, wird schon passen. With this method, you can locate objects on the map and as a next step, plot a course to them. Okay. To plot a course to the sail ship, move the cursor into position
and do a simple left click with Ja, your haben wir mouse. schon längst gemacht. Add now another waypoint, somewhere at the map. Somewhere. Dann fahren wir hier. Sieht gut aus. Now, let's remove the last waypoint with the respective key command. Jo. Das ist das, was wir eigentlich in dem vorigen schon alles To move a mitgemacht haben. waypoint, just hover over it and drag-drop the waypoint to a new position. Be aware that you need to keep a minimum distance from the waypoint origin when moving that waypoint. Last but not least, you can now delete all waypoints. Ja. Shift Delete. Okay. Create now a route with exactly 4 waypoints. Hammer. The ship panel allows you to load and save routes. Das ist I oder L? Inside of the route section, you can now store the created route by selecting Add New Route on the drop-down field, followed by a click on the Save button. Add a new route. Wo hätte ich denn eine New Route? Drop-Down Field. Ich sehe kein Drop-Down Field. Ah, hier. Add New Route. Since the routes are stored as GPX files on your hard disk, you can also import routes from external software. Check out our wiki page for details. This concludes the eaniges tutorial. You've mastered to navigate the map, plot positions, and create routes. Come back at any time to refresh your knowledge. Gut, fertig oder was? So. Okay, ja, ist doch ganz cool. Es gibt vermutlich auch verschiedene Boote. Hier haben wir Szenarios. Hier ein Tanker andocken, Kreuzfahrtschiff haben wir. Hier ist es zu dunkel. Coast Guard Weasel, also das, was wir eben hatten. Hier haben wir einen Rescue Cruiser. Also 4 Szenarien gibt es schon mal. Und dann gibt es hier noch Karriere und Open World. Okay. Da kann man dann vermutlich selbst bestimmen, was man macht. Ja, ist doch nicht schlecht. Overall XP 64 haben wir schon. Hier unten gibt es dann Missions Done. Nur gut, je nach Preis, was es kostet, bin ich doch eigentlich recht zufrieden. Das ist ein ganz netter Simulator. Kann man sich auf jeden Fall mit anfreunden. In diesem Sinne, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.